Das war ein Morgen, sag ich euch. Da sind wir außer Übung. Gerade durch den Morgen gequält. Aber immerhin sind wir nicht verkatert. Willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir sind in Tennessee, Nashville, der Musikhauptstadt, der Country-Musikhauptstadt. Music City. Bevor wir uns aber dem widmen, schlendern wir erstmal über einen kleinen Farmers Market. Warum? Weil es Spaß macht. Auch wenn es tierisch heiß ist. Solange ich mich jetzt hier rausklamüster, dürft ihr einmal den Kanal abonnieren. Und was machen wir noch so bei YouTube? Erstmal liken müssen sie am Ende. Und liken, genau. Am Ende. Auf geht's. Ich laufe im Übrigen ein bisschen unrund, weil ich mich mal wieder an Sport versucht habe und eine halbe Stunde gejoggt bin. Ja, hängt eigentlich so viel im Plan. Machen wir auch mit für. Wenn man hier pünktlich herkommt, ist das bestimmt nicht schlecht. Aber irgendwie scheint alles schon... Wir sind ein bisschen spät heute in den Tag gestartet. Schade. Wäre, glaube ich, wirklich ganz cool gewesen, wenn wir pünktlich gewesen wären. Ja, es hieß ja bis 18 Uhr geöffnet. Ja, das stimmt. Vorne ist so ein kleiner Food Court, da hat aber auch schon einige Restaurants zu. Und hier hinten im hinteren Teil, wo die lokalen Geschäfte ihren Stand haben, hat eigentlich nur noch hier dieser Blumenladen offen, der ziemlich schön ist und ziemlich gut riecht. Aber wir sind leider nicht auf der Suche nach Pflanzen. Bleibt dran für noch mehr Geheimtipps. Immerhin kann man hier auch aufs Klo. Aber auch die paar Läden, die hier offen sind beim Food Court, können wir nicht wahrnehmen, denn essenstechnisch haben wir für heute auch schon was geplant. Also geht's weiter. Irgendwie das Handgelenk verknackt. Zu unserer Verteidigung muss man aber auch schon sagen, wir sind jetzt nicht so spät dran. Eigentlich hat es bis 6 geöffnet und jetzt ist so kurz nach 4. Ich habe hier ja so eine ziemliche Matte am Kopf. Also, liebe Leute, es wird mal wieder Zeit. Snip, snap, Haare ab. Aber ich kann schon mal einen kleinen Spoiler geben. Mir wurde verboten, einen Fukuhila zu schneiden. Also Fukuhila wird es nicht. Aber ansonsten... Zeig der Friseuse mal deinen... Wird es, Achtung, alles wie zuvor. Es gab keinen Termin mehr. Ich habe schon damit gerechnet, aber kann es ja mal versuchen spontan. Also versuche ich es morgen nochmal irgendwo. Denn jetzt müssen wir zum Veggielicious. Mein Spitznamen hier ist Sam, weil sie hat gesagt, sie probiert noch nicht mal meinen Namen auszusprechen. Ist alles bestellt? Alles bestellt. Wo ist ein Drink? Wo ist der Drink? Ja, komm. How? You picked me up when I was down. You knew just what to say. I prayed you'd love me. The good, the bad, the ugly. Oh, that's okay. We can share. Share, that's fine. Everyone's got some.
Thank you so much. they're hiding. We put our best foot forward until there's no denying. Das ist geil. Süß, aber lecker. Eine Spezialität von Nashville ist das Hot Fried Chicken. Und weil ich ja kein Fleisch esse, habe ich mir jetzt was ausgesucht, wo es das in Veggie gibt. Basti darf aber nachher das Original probieren, aber das schmeckt schon ziemlich geil. Ziemlich geiles Pommes-Gewürz auf jeden Fall. Optisch ist das jetzt nicht die Sterneküche und ich hätte jetzt auch echt gedacht, dass es alles so super matschig ist und war jetzt gar nicht so... Also es sieht irgendwie einfach nur aufgewärmt aus, aber es schmeckt richtig, richtig gut. Hätte ich nicht mit gerechnet. Also so vom Optischen. Sehr gut. Der Skeptiker ist überzeugt. Ja, ich war nicht skeptisch, weil es Veggie ist oder so, sondern einfach nur, weil es so, ja, so pappig, matschig aussieht. Aber schmeckt sehr gut. Es gibt eine Hot Fried Chicken Plate und wir haben Mac and Cheese, Pommes, Grünkohl und die Hot Fried Chicken. Und das Hot ist Cayennepfeffer, wo quasi das Hühnchen oder das Nicht-Hühnchen nochmal vorher mit gewürzt wird, bevor es frittiert wird. Und das ist geil. Aber auch scharf. Musik ist gut, Essen ist gut, Eistee ist gut. Macht mich glücklich. Das Vegane war schon richtig, richtig lecker, aber jetzt checken wir auch nochmal das Hot Chicken mit Chicken dagegen. Man muss ein bisschen anstehen. Also, wir standen jetzt ein bisschen länger an, so 20, 25 Minuten, weil es hier echt voll war, weil der bekannteste Laden dafür, für das Hot Chicken. Ich habe das auch bestellt, aber man muss schon genau sagen, welche Schärfegrad man haben will, schon bei der Bestellung, weil wenn man das nicht macht, dann kriegt man einfach nur trockenes Hühnchen, frittiert, sehr trocken. Man hat gar keine Marinade, also auch keine Schärfe und keinen Geschmack und dieses, wofür es hier bekannt ist, kriegt man dann gar nicht. Also habe ich jetzt ein gutes Hähnchenbrust frittiert, sehr doll frittiert, und Mac and Cheese und Pommes. Die können wir immerhin vergleichen mit dem vegan. Pommes sind hier okay, Punkt geht aber ganz klar an vegan, war viel besser. Mac and Cheese nochmal viel deutlich besser, das Vegane, auch viel leckerer. Der Mac and Cheese hier, Mac and Cheese, so ist es auch. Der Mac and Cheese ist so semi-gut, also der, ja, merkt man, dass es für die Masse ist. Das Hühnchen, glaube ich, ist ganz okay, aber halt nicht das, was ich eigentlich wollte. Deswegen ist das hier ein bisschen Reinfall, selber schuld. Naja. Hast dich von der Seele geredet. Ja, und ich versuch's. Kann es auch nicht wegwerfen. Ich esse jetzt soweit ich kann und dann geht's weiter. Peppy hat das alles so gut mitgemacht jetzt den ganzen Abend. Wir bringen sie jetzt zurück in Van. Sie kann sie dann hinlegen und wir ziehen dann nochmal los und gucken, welche Bar uns anlacht. Ich bin für eine Rooftop-Bar. Walking to the honky tonk like a pack of wolves now. Order up around the drops and it's away we go. Bitch up, roll down, hold down, get down. Order up another round of shots.
Das ist definitiv die verrückteste Straße seit der Bourbon Street in New Orleans. I've been holding it in through the homework week. Now it's Saturday night and I'm about to Partytiere in Neuland können sich nicht entscheiden, in welchen Laden sie wollen. Überall gibt es Live-Musik und man kommt aus dem Gucken nicht raus. Überfordert. Überfordert. Now let's give old Luke Miller a try. So, und nachdem ich in den ersten Laden nicht reingekommen bin, weil der Türsteher gerade festgestellt hat, dass mein Ausweis abgelaufen ist und er mich deswegen nicht reingelassen hat, hat der zweite nicht ganz so genau hingeguckt oder ihm war es scheißegal. Haben wir jetzt einen schönen Platz in einer Rooftop-Bar. Leider wechseln gerade in allen Läden zwischen 10 und 11 Uhr die ganzen Live-Bands und wir sind natürlich genau dazwischen in den Laden gegangen, also müssen wir jetzt noch eine halbe Stunde warten. Dafür ist es ziemlich entspannt. Ja, dafür ist, Man kann das halb auf der Straße ja, wir können ein bisschen beobachten, haben super Platz bekommen, trinken ein super günstiges Bierchen, aber ist cool, ist richtig cool. Das war ein Morgen, sag ich euch. Lange aufbleiben und unterwegs sein, da sind wir außer Übung. Wir haben uns jetzt gerade durch den Morgen gequält, den Van abfahrbereit gemacht, eine Runde mit Peppi gedreht und jetzt fahren wir noch einen Stop an und holen uns Frühstück. Aber immerhin sind wir nicht verkatert. $5 Karton schon, dass ich eine glückliche Svenny habe. Geil. Vietnamese Coffee, Cinnamon, wie gewünscht, und 2 normale. Die normalen hätte es auch im Mini gegeben, aber ich dachte, wenn schon, wenn schon. Wir hatten 1-2 Tage jetzt ein bisschen kühleres Wetter, aber jetzt ist es schon wieder so warm, dass man den Kaffee kalt trinken muss. Der Donutladen Five Daughters Bakery, der wurde gefühlt auf jedem Reiseblog, Reiseführer empfohlen und wer mich mittlerweile kennt, weiß, an einem Donutladen kommt Svenny nur schwer vorbei. Deswegen habe ich uns natürlich Donuts geholt. Vorgestellt haben wir euch die Schönheiten ja schon. Jetzt müssen wir nur noch entscheiden, welcher zuerst. Ist der gut? Mhm. Und wie sieht er von innen aus? Sehr fluffig. Schmeckt richtig, richtig gut. Achtung, ist mit Sourdough. Sehr lecker. Und Gruß an meine Schwester. Diesmal haben wir auch reingebissen. Reingezeigt. Und reingezeigt. Gut, hä? Scheiße, sind die gut. Krass. Das ist der beste Donut, den ich je gegessen habe. Das habe ich auch gedacht. Fluffig. Süß, aber nicht zu süß. Geiles Frosting.
So, wir machen uns langsam fertig, um weiterzufahren. Nashville hat uns unfassbar gut gefallen. Ich war ja schon so ein bisschen, vorher natürlich schon so ein bisschen Country-Music-Fan, aber jetzt, nachdem wir in Nashville waren, hammermäßig. Also die Kultur hier ist echt abgefahren. Und Nashville trägt auch den Namen Music City deshalb, weil in Nashville ist Music nicht nur so ein Teil der Kultur hier, sondern es ist die Kultur. Und das merkt man, wenn man da, so wie wir gestern rausgegangen sind, also es sind hunderte von Livebands am Abend in den Läden und es gibt halt nur Livebands. Überall spielen Livebands. Und das ist echt faszinierend. Es hat uns richtig, richtig gut gefallen. Und damit haben wir jetzt also mit New Orleans die Jazz-Hauptstadt besucht. Wir haben mit Nashville die Country-Hauptstadt besucht. Ist übrigens nicht nur Music City wegen Country Music, sondern auch, weil es da in Nashville gibt es auch Blues und Jazz und all Mögliches. Das haben wir also auch abgehakt. Jazz haben wir, Country haben wir, was fehlt noch? Rock'n'Roll. Und deswegen fahren wir jetzt weiter in die Rock'n'Roll Hauptstadt Memphis. Boogie Boogie. Auf den manchmal stundenlangen Wegen in den USA bereiten wir uns gerne auf unser Abenteuer in Zentralamerika vor, indem wir mit den Sprachduschen von Yiki Spanisch lernen. Jetzt fragst du dich sicherlich, was ist eine Sprachdusche? Mit der Yiki Sprach-App lernst du entspannt und intuitiv deine gewünschte Fremdsprache. So wie mit deiner Muttersprache auch, über Zuhören, Verstehen und Nachsprechen. Mit der begleitenden Musik im Hintergrund tauchst du komplett in die Atmosphäre der Gespräche ein, als wärst du direkt vor Ort. Und so duschst du quasi für 15 bis 20 Minuten in deiner gewünschten Fremdsprache. Und deshalb auch Sprachdusche. Machen Sie es sich jetzt einmal ganz bequem und lockern Sie zu enge Kleidungsstücke. El cliente. Der Kunde. El cliente. Zusätzlich zu den Sprachduschen hast du als Wiederholung zum Nachlesen die Vokabeln und Gespräche im Begleitbuch zusammengefasst. So lernen wir Kilometer für Kilometer immer besser Spanisch und bereiten uns perfekt auf die kommende Zeit vor. Und das Coole ist, pro Sprache gibt es 2 kostenlose Sprachduschen zum Testen und mit unserem Code Neuland30 bekommt ihr 30% auf euer Premium-Abo. Alle weiteren Infos gibt es auch nochmal unten in der Beschreibungsbox. Wir sind jetzt in der Nähe von Memphis angekommen, hier in einem richtig schönen grünen State Park und machen uns noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen. Guten Morgen vom Mississippi. Wir sind wieder in Mississippi angekommen. Wir sind in einem kleinen State Park kurz vor Memphis. Machen uns jetzt hier noch eine Kleinigkeit zum Frühstücken. Und dann werden wir gegen Nachmittag, Abend in die Stadt. Wir wollen nämlich ein bisschen die Mittagshitze oder Nachmittagshitze abwarten. Und so lange verbringen wir hier Zeit im Schatten. Kaffee ist schon ready. Und das ist uns noch nie passiert. Wir haben noch Donuts von gestern übrig. Und den Menti haben wir auch wieder ganz schön oft laufen. Es ist wieder warm. Hier ist noch nicht viel passiert. Es ist einfach viel zu heiß heute wieder. Deswegen haben wir uns hier ein bisschen im Schatten versteckt mit Blick auf den Mississippi. Ein bisschen was am Laptop gearbeitet, im Ventilatorstream gesessen und
packen jetzt gegen Abend zusammen und fahren dann in die Stadt. Wir haben es geschafft, es ist zusammengepackt. Auch wenn wir immer noch dahin schmelzen, wir machen uns jetzt mal auf Richtung Innenstadt. Machen es wie in Nashville. Peppi kommt erstmal mit und weil wir in der Nähe geparkt haben, können wir sie dann später ins Auto bringen. Richtig schön hier, aber es ist Moskitoland, vor allem zu dieser Stunde. Deshalb gehen wir wieder zurück. Crazy Gefühl, hier entlang zu laufen, wo der Blues so seine Wurzeln hat und wieder überall Musik rauskommt aus allen Läden. Wobei es halt ein bisschen leer ist. Aber ist okay. Gibt's Schlimmeres. Guten Morgen zusammen. Wir sind schon früh auf den Beinen, haben schon ein paar Kilometer abgerissen und machen jetzt einen kurzen Stopp im Home Depot, einem Werkzeughandel, Baumarkt, genau so heißt es, und kaufen Loctite, denn wir haben hinten an der Tür 2 Schrauben, die andauernd sich rausdrehen und unsere Tür blockieren. Und da holen wir kurz Loctite, damit das hoffentlich nicht mehr passiert. Es ist heiß. Und das sind die beiden Schrauben, die sich immer wieder rausdrehen. Und das Blöde ist, wenn die so rausgedreht sind wie jetzt, verhaken die sich hier an diesem Gummi an der anderen Tür und wir kriegen die Tür von außen nicht mehr auf. Also kommt da jetzt Loctite drauf. Das ist jetzt hoffentlich Loctite. 6 Stunden Autofahrt liegen hinter uns und wir sind hier zufällig auf einem Parkplatz hinter einer Kirche gelandet und wir haben gerade mit dem Pastor gesprochen und wir dürfen 1-2 Tage hier stehen bleiben, was uns mega erleichtert, weil hier ist schön Schatten, hier können wir gut stehen und wir brauchen dringend einen Plan, wie es weitergeht, weil mit der Hitze kommen wir absolut nicht klar. Das hacken wir jetzt die nächsten Tage mal aus. Für diese Woche verabschieden wir uns aber. Wir hoffen, euch haben die Ausflüge in die Musikstätte der USA mit uns gefallen. Uns hat es mega viel Spaß gemacht, trotz der Hitze. Vielleicht werden wir einfach zu Nachteulen. Wir schlafen am Tag im Schatten und werden nachts aktiv. Wer weiß das schon. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Daumen ein Video hoch. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ein Support-Herz unten in die Kommentare und wer es noch nicht gemacht hat, abonniert unseren Kanal, das würde uns sehr freuen. Bis nächste Woche. Danke, Ende.